Hallo, willkommen beim 1000-Bäcker-Report. Heute mit dem Thema: Die Zeichen stehen bei Gold auf Ausbruch. Noch einige Worte zu der Münze. Also die ist von Friedrich Wilhelm, König von Preußen und Kurfürst von Brandenburg. Ich wollte einfach mal reinschmeißen in die Diskussion, gerade wegen der heutigen Situation, Ausgabenstruktur etc., die wir aktuell im Land haben, wie damals gehandelt worden ist. Und das schon lange her, natürlich mit primitiveren Mitteln, aber wie man auch ein Gebiet oder ein Land regieren kann. Also beispielsweise wurde der Preußenkönig Plusmacher genannt. Er hatte nämlich viele prunkvolle Schlösser abreißen und verkaufen lassen und den aufwertigen Hofstaat verkleinert. Dadurch konnte er seinen Haushalt sanieren und sogar ein klares Plus verbuchen. Das ist genau das Gegenteil von heute, wo, obwohl kein Geld da ist, riesengroße Schulden virtuell aufgetürmt, neue Repräsentationsbauten gebaut werden. Er hinterließ einen schuldenfreien Haushalt, auch ein völliges Fremdwort heute, hatte einen Staatsschutz von 2 Millionen Taler, was würde heute 2 Millionen Unzen Silber entsprechen. Aber natürlich hat es damals eine höhere Kaufkraft. Von diesem Geld wurde 85% für das Militär verwendet. Also das Land war sicher, es konnte gesichert werden gegen fremde Attacken und es wurde nur 1% für das Staatsbudget abgezweigt von diesen Einnahmen. Ja, Kriege war für ihn auch nicht interessant, auch anders als heute. Er sagte, Krieg ist keine Option in der Politik. Kriege kosten viel Geld und ramponieren die vorher mühsam aufgebaute Armee. Also wenn Sie solche Worte auf Politiker von heutzutage hören würde, sagen Sie mir das. Ich finde das einfach sehr erstaunlich. Also so muss man einen Staat aufbauen, meines Erachtens sanieren und eines Tages, nachdem, sage ich mal, diese Schuldenexzesse und diese verrückten Zeit im gewissen Sinne vorbei ist, muss man eigentlich auch da wieder hin. Das aber nur am Rande. Disclaimer: Die Zeichen stehen bei Gold auf Ausbruch. Die aktuelle Situation ist identisch wie vor der Situation vor den letzten Ausbrüchen. Auch dort wurde versucht, durch kurzfristig starke Einbrüche so viele Investoren wie möglich kurz vor dem Ausbruch rauszuschütteln. Gerade solche Zeiten waren ideal für den Kauf von Goldaktien, die dann überproportional auf den Goldanstieg reagierten. Hier noch ein Zitat von Regul: Also wenn Gold auf 2.300 $ steigt, verkaufe ich es nicht. Wenn es auf 1.500 $ fällt, kaufe ich es. So muss man das betrachten. Man sollte sich davon nicht so beeindrucken lassen von den Bewegungen des Goldpreises. Also die werden tatsächlich mit Derivaten bewegt, diese Goldpreise. Und Sie sehen das ja jedes Mal, bevor es hier so zum starken Anstieg kam, hatten wir auch solche merkwürdige Seitwärtsphase mit massiven Ausschlägen nach unten. Entschuldigung, die sollten suggerieren, die sollten suggerieren, dass jetzt Gold völlig zusammenbricht. Das soll auch jetzt so sein. Leute sollen glauben, Gold geht auf 1.000 $ etc. runter. Genau, auch wie in dieser und dieser Situation. Das wird es nicht tun bei jede Zeit jetzt zwischen diesen Tiefs sind etliche Währungseinheiten mehr geschaffen worden. Keine Chance für niedrigen Gold. Das sind nur noch punktuelle Verkäufe nach unten, schlechte Stimmung und einige Investoren dazu bewegen, auch zu verkaufen. Genau dieses setzt aber im Grunde genommen in Realität diese großen Anstiege auf Richtung 2.000 $ hoch, und das gerade weil die Goldaktien überproportional geprügelt worden sind, also sehr niedrig sind, während sie eben, wenn sich das Gold über 2.000 etablieren sollte, früher oder später überproportional davon profitieren. Deswegen halten wir diesen Gold- und Silberaktiensektor so für so interessant. Ja, Silber-Gold, Projektgenerator, Operationsgebiet Nevada, USA, Marktkapitalisierung 86 kanadische Dollar, hohes Risiko. Eric Sprott als Großinvestor ist investiert. Zum einen haben sie das Tonopah Westprojekt, 3000 Hektar, westliche Erweiterung des berühmten Tonopah-Silbergebiets mit Kontrolle über mehr als die Hälfte der zweitgrößten Silberprojektes in Nevada. Also ungefähr schätzt man, dass die vielleicht möglicherweise 100 Millionen Unzen Hochgradsilber haben.
Hier nochmal ein paar Bohrproben. Also sie haben teilweise 26 Gramm pro Tonne Gold gefunden und teilweise 2994 Gramm pro Tonne Silber. Und es handelt sich auch um eine der höchstgradigsten unerschlossenen Silberprojekte dieser Größe in dieser Welt. Und das im sicheren Rechtsgebiet oder vergleichsweise sicheren Rechtsgebiet. Das ist viel besser als in den USA. Und Kanada werden wir jetzt in dem Zusammenhang gar nicht kriegen. Dann haben sie noch das Silver Cloud Projekt, auch in Nevada. Das ist einer der reichsten Goldabbaugebiete in Nordamerika. Die haben 45 Quadratkilometer dort. Und also das ist zentriert im nördlichen Nevada-Graben, der in Nähe der berühmten Hecla Hollister Mine ist. Und ein ehemaliges Tech Pleaser Dome Newman Bohr Projekt mit mehreren hochgradigen Goldabschnitten gibt es aus der Vergangenheit. Also da ist noch nicht so viel Aktivität passiert, aber es ist eben ein großes Gebiet mit der großen Mine drauf und Bohrproben haben auch hochgradiges Gold nachgewiesen. Ja, das in den Potentialfaktor reingetan, also Land Faktor 1, kein Abzuggrad, das Metall ist auch hochgradig, 100 Millionen Unzen, Schätzung ist das, eine reine Schätzung, aktuell 0,485 Silber, Marktkapitalisierung 87, würde bedeuten, wenn Gold 2500 oder Silber 50 hat es theoretisch, diese Aktie ist Potenzial, um das 57-fache zu steigen, also von jetzt ungefähr 50 Cent in Richtung 25 Dollar, was natürlich ziemlich enorm wäre. Wie gesagt, das Risiko ist meiner Meinung nach klar, steht hohes Risiko, aber man kann auch vielleicht irgendwo dazwischen moderat hohes Risiko sagen, weil es eigentlich, sage ich mal, gute Investoren drin sind, sicheres Rechtsgebiet, absolut hochgradiges Gold und Silber und dann noch weiteres, mit sicher kann weiteres Exploitationspotenzial, zumindest hier Silber Cloud, ist noch nicht mit eingeflossen, aber auch das Tonopah West Projekt dürfte vielleicht möglicherweise noch mehr Potenzial haben. Sie sehen es auch, das Kursverhalten der Aktie. Die Aktie ist eigentlich steigt nach oben, tendenziell und natürlich in der starken Schwankung. Natürlich jetzt hier von 1,50 Mitte 2020 ist es jetzt wieder 50 Cent abgesetzt, aber sobald jetzt Gold steigt, dürfte die alte Höhe erreicht haben und möglicherweise auch in den höheren Bereich irgendwo zwischen 5, vielleicht 5 und 10 Dollar in der ersten Stufe ausbrechen. Also es ist in meiner Meinung ein interessantes Unternehmen, sollte man sich auf alle Fälle mal angucken. Ja, also durchaus wirklich sehenswert einfach. Mir gefällt, wie gesagt, die Investoren sind dabei, wie Eric Sprott, und dann ist man eigentlich schon relativ auf der sicheren Seite. Und Sie sehen ja, die Kurse sind unten, sind immer höhere Tiefs erreicht worden. Und da kommt einfach jetzt das nächste höhere Bein und dann wird das Allzeithoch von 1,50 mit Sicherheit auch beim nächsten Schwung dann überschritten. Ja, Goldaktienbullenmarkt der 1970er Jahre, das ist das, woran wir uns orientieren. Das ist aus 15 nach 20 Cent teilweise Aktien auf 10, 20, 30, 40 Dollar gestiegen werden. Das bedeutet 100, 200, 300-Verfachung. Das kommt ab und zu in diesem Sektor vor, wenn dieser Markt sehr niedrig bewertet ist und wenn es tatsächlich zum Goldboom kommt. Also insgesamt, sage ich mal, das entscheidende Kriterium aus meiner Sicht ist, wenn Sie daran glauben, dass Silber sich in den nächsten Monaten, vielleicht oder 6 bis 12 Monaten, wie man das auch sagen will, das Potenzial hat sich verdoppelt, vielleicht sogar verdreifacht, dann haben wir eine Situation, die möglicherweise solche Werte produziert. Also dann sollten Sie in Gold- und Silberaktien als Ergänzung zu Gold und Silber sein. Weil das war immer so. Immer wenn Silber sich mindestens verdoppelt hat, kam es teilweise zu solchen, das sind schon Extremwerte, aber zu solchen derartigen Kursbewegungen. Das konnte man zum Beispiel auch zwischen 2009 und 2011 sehen. Da hat Silber sich ja auch mehr als verdoppelt, verdreifacht, vervierfacht fast. Auch zwischen 2000 und 2007 hat sich Silber irgendwo vervierfacht. Und das sind solche ganz interessanten Phasen für Goldaktien. Und also wenn Sie daran glauben, wie gesagt, Silber verdoppelt sich, verdreifacht sich in den nächsten 6, 12, ja, 16 Monate, wie auch immer, auch 18 Monate, dann sollten Sie bei Gold und Silber Aktien auch investieren, weil die überproportional nach unten gedehnt ist. Ein bisschen höherer Silberpreis und das
eruptionsartig wie so ein Gummiband geht das hoch und möglicherweise dann, wenn die Übertreibung kommt, überschießt das noch. Und dann kommt es zu solchen Phänomenen. Ja, was kauft man? Man kauft eben Penny Stocks mit großen Ressourcen und man mischt die. Also wie die Aktie beispielsweise, Sie sehen, die hat auch einen hohen Potenzialfaktor, ist eine relativ sichere Aktie. Natürlich gibt es da noch andere, die vielleicht einen höheren Potenzialfaktor haben. Die sind aber möglicherweise relativ unsicher. Vielleicht eine gute Mischung, das weiter beobachten und Top-Performer im Prinzip nachkaufen. Auch wenn man die vielleicht nicht mal für ganz unten kriegt. Aber je mehr Gewinner man hat, desto besser sieht eigentlich die Gesamtbilanz aus, wenn dann Gold und Silber in die Übertreibung geht. Ja, 1000 Becker Report. Wir versuchen solche Aktien zu identifizieren und nach moderaten, hohen und sehr hohen Risiko zu sortieren. Wie gesagt, wir berechnen diesen Potenzialfaktor aus der Marktkapitalisierung, Grad des Goldes, Länderrisiko etc. Eine Exit-Strategie ist auch dabei. Und auf Wunsch stelle ich Ihnen noch gerne einen Portfoliovorschlag zusammen mit persönlicher Beratung. Finden Sie alles unten verlinkt im YouTube-Anhang. Einlagen von Gold und Silber, Einkaufsgemeinschaft für Sachwerte, also zollfreie Einlagerung in der Schweiz ist möglich, sehr günstig, sehr billig, sind immer in Edelmetalle, kommen auch sicherlich mal einen Blick wert. Ja, bevor man überhaupt Gold und Silber kauft, immer auf die Vergleichsportale gehen. Weitere Informationen, ja, mit welchem Broker können Sie in der EU arbeiten, in der Schweiz, wo kann man Schweiz und Liechtenstein einlagern, Diskussionsformen wie CEO, CA, gute Informationsquellen von anderen Statisten, Videos von Experten wie Uwe Bergold, sehr empfehlenswert. Generell, wenn Sie Zustellungsprobleme, Anregungen oder Rückfragen haben, mich einfach unter der Telefonnummer kontaktieren oder mir eine Mail schicken. Ich habe öfters immer Spam-Probleme, das heißt, meine Mails kommen nicht durch, wenn Sie irgendwas vermissen etc., mich bitte einfach kontaktieren, mich darüber informieren, weil das sehe ich von hier aus nicht. Ja, ich bedanke mich ganz herzlich für Ihre Aufmerksamkeit, wünsche Ihnen noch einen schönen weiteren Abend. Würde Sie bitten, meinen Kanal zu abonnieren, wenn Ihnen das Video soweit gefallen hat. Vielleicht die Glocke betätigen, dass Sie dann über neue Videos sofort informiert werden. Also nochmal besten Dank.